Ich habe mitten in der Nacht eine extrem helle Feuerkugel über der Schweizer Stadt Chur aufgenommen. Meteore, die am Nachthimmel mindestens so hell wie die Venus leuchten, nennt man im Fachjargon Feuerkugeln. Oder auch Boliden. Diese Bolide hier leuchtet nicht nur gleich hell wie die Venus, sondern 160 Mal heller. Wie meine Aufnahmen in dieser extremen Nacht entstanden sind, habe ich im Hauptfilm ausführlich berichtet. Ich verlinke ihn am Schluss. Erst nach der Veröffentlichung des Hauptfilms ist mir beim Herumspielen mit dem RAW-Bild dieser extrem hellen Bolide etwas aufgefallen, nämlich dass auch sie die physikalisch so super spannenden Farben zeigt. Eigentlich ist diese Bolide die wahre Königin all meiner Aufnahmen. Wissenschaft pur. Und schon wieder verschmelzen hier Physik und inspirierende Kunst. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Ich habe ihn wegen seiner Helligkeit erst für rein weiß gehalten. Aber nun schau, was passiert, wenn ich in Lightroom aus dem RAW-Bild das Maximum an Information heraushole. Ich füge nichts Künstliches hinzu, ich verstärke nur, was die Kamera aufgezeichnet hat. Oldschool Post-Processing, 100% ohne KI. Lustiger Zufall, die Bolide ist im Bild Nummer 1001. Ich werde gleich jede einzelne Farbe erklären. Es ist unglaublich, was man da sieht. Dieser Meteor ist ein Brocken aus Stein und Metall, etwas kleiner als ein Fußball, 1 bis 2 Kilo schwer. Aber er prallt mit über 100.000 Stundenkilometern auf die Atmosphäre. Das ist so unvorstellbar schnell, dass die Luft vor dem Brocken extrem zusammengepresst wird. Sie wird sofort zu einem Plasma, das über 10.000 Grad heiß ist. Es leuchtet gleißend hell mit einem Grünton, wie bei Polarlichtern. Aber auch das Material des eigentlich eiskalten Meteors beginnt zu verdampfen. Magnesium und Nickel leuchten grün und wenn es ganz heiß wird, blau bis weiß. Calcium leuchtet violett, Eisen und Natrium gelb und rot. Bei den meisten Meteoren im Hauptfilm leuchtet auch der Schweif wegen dem verdampften Magnesium und Nickel grün oder blau, aber hier nicht. Diese Bolide hier ist anders. Der Schweif leuchtet orange und wird am Schluss rötlich. Das kann entweder Eisen oder Natrium sein oder auch brennender Sauerstoff der Atmosphäre. Es fällt auf, dass der Schweif der Bolide kurz ist. Im nächsten Bild sieht man nur noch einen schwachen, farblosen Rest. Ich vermute, die Bolide bestand größtenteils aus einem eher großen Stein. Die Farben entstehen dann größtenteils durch den superheißen Sauerstoff, zuerst als grünes Plasma, dann beim Abkühlen orange und am Schluss rötlich glimmend. Die grünblauen, violetten, gelben und roten Sprenkel am Kopfbereich stammen aber wahrscheinlich von Metallen, die dort vermutlich explosionsartig verdampft sind, deshalb gibt es noch so kleine Sprenkel. Somit unterscheidet er sich deutlich von den 952 anderen aufgenommenen Meteoren dieser unglaublichen Nacht. Die Bolide war also eine Art superschnelle Kanonenkugel aus Stein. Zum Glück ist sie verdampft. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn sie den Boden ungebremst erreicht hätte. Findest du es auch interessant, unsere Welt da draußen zu beobachten und zu verstehen? Dann abonniere mich und verpasse keines meiner Abenteuer. Ich freue mich sehr über Kommentare und Likes. Herzlichen Dank. Und jetzt empfehle ich dir, an einem Abend eine Stunde einzuplanen und den Hauptfilm mit dem ganzen Meteorschauer in aller Ruhe anzuschauen. Es lohnt sich. Versprochen.